Willkommen bei Verlaufgeschichte, an einem Punkt, an dem Geld, Macht und Geschichte aufeinandertreffen. In jener komplexen Welt, in der nicht so einfach ist, wie es scheint. Am 9. Dezember 2025 meldete BlackRock der SEC, dass 16,3 Milliarden US-Dollar aus deutschen Staatsanleihen abgezogen wurden. Unmittelbar danach folgten innerhalb von 48 Stunden Vanguard mit 11,7 Milliarden US-Dollar und State Street mit 9,2 Milliarden US-Dollar in dieselbe Richtung. Das ist kein zufälliges Ereignis. Es ist ein auffälliges Muster. Dieses Muster wurde in der Geschichte exakt viermal beobachtet. 1923, 1948, 1991, 2008, jedes Mal 6 bis 9 Monate vor dem Zusammenbruch eines Systems. Jetzt zeige ich dir, welche Mechanismen diese institutionellen Investoren erkennen und warum du maximal 8 Wochen Zeit hast, zu handeln. BlackRock ist weit mehr als ein gewöhnlicher Investor. Das Unternehmen verwaltet weltweit 10,5 Billionen US-Dollar und seine Risikomodelle analysieren 412 Datenpunkte pro Land bis ins kleinste Detail. Deutschland erreichte am 2. Dezember einen äußerst kritischen Wendepunkt. Dabei traten 3 spezifische Indikatoren hervor, die diese Entwicklung auslösten. Der erste Indikator war das Überschreiten der TARGET2-Salden der Bundesbank von 1,2 Billionen Euro. Ein solches Niveau wurde zuletzt während der Euro-Krise 2012 erreicht. Der zweite Indikator zeigte sich in einem überraschenden Rückgang der Bestände deutscher Banken an Bundesanleihen. Seit August entspricht dies einer Reduktion um 43%. Der dritte Indikator: ausländische Zentralbanken verkauften im November deutsche Staatsanleihen im Wert von 25 Milliarden Euro. In ihrer Kombination stellen diese 3 Signale eine Warnkonstellation dar, die in der Wirtschaftsgeschichte ausschließlich im Vorfeld großer systemischer Krisen zu beobachten war. Im Jahr 1923 verfügte die Reichsbank über umfangreiche Goldreserven. Ausländische Investoren, insbesondere britische und amerikanische Banken, hielten zu dieser Zeit 57% der deutschen Staatsanleihen. Zwischen Januar und März 1923 begannen diese Investoren jedoch, sich aus dem Anleihemarkt zurückzuziehen. Der Auslöser war nicht die Inflation, denn die Hyperinflation hatte noch nicht begonnen. Vielmehr resultierte diese Bewegung daraus, dass sie die herannahende wirtschaftliche Krise frühzeitig erkannten. Die Reichsbank war verpflichtet, Kriegsreparationen in Höhe von rund 132 Milliarden Goldmark zu leisten, eine Summe, die mathematisch nicht tragbar war. Die ausländischen Banken stellten eine einfache Rechnung an. Deutschland konnte entweder die kriegsbedingten Reparationszahlungen leisten oder den Wert seiner Staatsanleihen stabil halten, beides gleichzeitig war unmöglich. Angesichts dieses Dilemmas zogen sich die Investoren rasch aus dem Markt zurück. Nur 6 Monate später brach in Deutschland die Hyperinflation aus. Dies ist keine historische Analogie oder Metapher. Es ist derselbe Mechanismus, der sich erneut entfaltet hat. Heute erscheint die offizielle Schuldenquote Deutschlands auf den ersten Blick beherrschbar. Werden jedoch auch die impliziten Verpflichtungen berücksichtigt, zeigt sich ein anderes Bild. Die tatsächliche Verschuldungsquote liegt bei rund 218%. Zu diesen Verpflichtungen zählen unter anderem Rentenverpflichtungen, etwa 2,5 Billionen Euro Pensionsverpflichtungen des öffentlichen Dienstes, 820 Milliarden Euro TARGET2-Salden, 1,2 Billionen Euro Garantien für europäische Rettungsfonds, 490 Milliarden Euro. Institutionen wie BlackRock orientieren sich nicht an der offiziellen Schuldenquote. Sie analysieren die realen Zahlungs- und Haftungsverpflichtungen. Und das Ausmaß dieser Verpflichtungen übersteigt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Deutschlands deutlich. Der Auslöser trat am 15. November 2025 ein. Die Bundesregierung kündigte ein umfassendes Infrastrukturpaket in Höhe von 500 Milliarden Euro an, das über einen Zeitraum von 10 Jahren umgesetzt werden sollte. Die Finanzierung dieses Programms sollte über einen Sonderfonds außerhalb der Schuldenbremse erfolgen und durch neue Verschuldung gedeckt werden. Auf den ersten Blick wirkte dieser Plan wie ein Schritt zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums. BlackRock jedoch nahm eine andere Perspektive ein. Man analysierte die zusätzliche Zinslast, die dieses Vorhaben nach sich ziehen würde. Bei einem aktuellen Zinsniveau von 3,2% bedeutet dies für Deutschland eine zusätzliche jährliche Zinsbelastung von rund 16 Milliarden Euro. Da Deutschland bereits heute etwa 40 Milliarden Euro pro Jahr an Zinsen zahlt, würde sich diese Belastung auf insgesamt rund 56 Milliarden Euro erhöhen. Der Bundeshaushalt verfügt jedoch lediglich über einen finanziellen Spielraum von etwa 22 Milliarden Euro. Damit ist offensichtlich, dass die Gleichung mathematisch nicht aufgeht. Institutionelle Investoren wissen sehr genau,
Wenn die Mathematik nicht mehr funktioniert, bleiben nur zwei Optionen. Die Zentralbank monetarisiert die Schulden oder der Staat greift auf Vermögenswerte zu, einschließlich Immobilien. Beide Szenarien sind jedoch negativ für die Anleihemärkte. Hier ist ein Mechanismus entscheidend, den viele unterschätzen. Obwohl deutsche Staatsanleihen weltweit als sicherer Hafen gelten, ist Sicherheit ein relatives Konzept. Große Akteure wie BlackRock bewerten Deutschlands Finanzlage nicht isoliert, sondern im Vergleich zu alternativen Anlageformen. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Zum 12. Dezember lag die Rendite US-amerikanischer Staatsanleihen bei 4,3%, während deutsche Bundesanleihen lediglich 2,1% abwarfen. Der Unterschied beträgt 220 Basispunkte, der höchste Wert seit 1992. Doch der entscheidende Punkt ist ein anderer. US-Staatsanleihen profitieren vom Status des Dollars als Reservewährung. Rund 70% der weltweiten Währungsreserven werden in US-Dollar gehalten, während der Euro nur auf etwa 22% kommt. Dieser Umstand verleiht dollarbasierten Anleihen einen strukturellen Vorteil. Steht BlackRock damit vor der Wahl, ohne Reservewährungsprämie, bei geringerer Rendite und gleichem Risiko zu investieren, ist das keine Investition mehr, sondern eine schleichende Vernichtung von Kapital. Am 18. Dezember griff die Bundesbank ein und kaufte eigene Staatsanleihen im Umfang von 13,5 Milliarden Euro. Dieser Schritt wurde an den Märkten als eine Art Signal der Verzweiflung interpretiert, da Zentralbanken in der Regel erst dann zu solchen Maßnahmen greifen, wenn die Märkte bereits erheblich unter Druck stehen. Der entscheidende Punkt ist jedoch folgender. Die Bundesbank kann diese Käufe entweder aus bestehenden Reserven finanzieren oder durch die Schaffung neuer Liquidität. Obwohl die Bank über Goldreserven von insgesamt 3.350 Tonnen verfügt, sind davon nur rund 1.750 Tonnen physisch verfügbar. Die verbleibenden 1.600 Tonnen werden in New York und London gelagert. Bei den heutigen Goldpreisen entspricht der physisch verfügbare Bestand einem Wert von etwa 120 Milliarden Euro, nicht einmal ausreichend, um 10% der TARGET2-Salden zu decken. 1948 Währungsreform. Die Alliierten ersetzten die Reichsmark im Verhältnis 10:1 durch die Deutsche Mark. Es gibt jedoch eine entscheidende historische Tatsache, die häufig übersehen wird. Unmittelbar vor der Reform beschlagnahmte der Staat alle Bankguthaben, die 500 Reichsmark überschritten. Diese Tatsache ist eindeutig im Bundesarchiv, Dokument B20654, Seite 109, belegt. Vor der Währungsreform wurden 67% der privaten Ersparnisse konfisziert. Die Personen, die die wirtschaftlichen Verwerfungen überstehen konnten, hatten drei gemeinsame Merkmale: physische Edelmetalle unterhalb der Meldegrenze, Sachwerte wie Werkzeuge und Maschinen, ausländische Konten in Schweizer Franken oder US-Dollar. BlackRock zieht sich nicht wegen einer möglichen Krise im nächsten Jahr aus dem Markt zurück, sondern aufgrund seiner aktuellen Positionierungsstrategie. Institutionelle Investoren bewegen ihr Kapital in der Regel 6 bis 9 Monate im Voraus. Nicht, weil sie die Zukunft vorhersagen können, sondern weil sie wissen, dass sie Liquidität benötigen, sobald die Märkte blockieren. Das Jahr 2008 ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür. Lehman Brothers ging am 15. September in die Insolvenz. Goldman Sachs und JP Morgan jedoch reduzierten ihre Positionen in hypothekenbesicherten Wertpapieren bereits im Februar 2008, also rund 7 Monate zuvor. Nicht, weil sie den Zusammenbruch von Lehman sicher kannten, sondern weil sie die strukturellen Fehlentwicklungen im System erkannten. Subprime-Hypotheken konnten nicht mehr bedient werden. Die Mathematik ging nicht auf. Bevor der Markt vollständig in eine Liquiditätsfalle geriet, verließen sie ihre Positionen. Heute steht Deutschland vor derselben Liquiditätsfalle. Die TARGET2-Salden bestehen im Kern aus Krediten der Bundesbank an andere europäische Zentralbanken. Ihr Gesamtvolumen hat inzwischen 1,2 Billionen Euro erreicht. Die Rückzahlung dieser Forderungen ist faktisch nahezu unmöglich. Politisch ist eine solche Rückführung nicht durchsetzbar, dennoch werden diese Salden weiterhin in den Bilanzen geführt. Sollte die Europäische Zentralbank, EZB, die Leitzinsen auf einem Niveau von 3% halten, müsste die Bundesbank jährlich rund 36 Milliarden Euro an Zinsen auf diese Salden zahlen. An wen fließen diese Zinszahlungen? Im Kern zahlt die Bundesbank an sich selbst sowie an andere Zentralbanken innerhalb des Eurosystems. Doch hier liegt die entscheidende Realität. Diese Zinsen repräsentieren kein physisches oder reales Geld, sondern sind rein buchhalterischer Natur. Große Finanzakteure wie BlackRock sind sich dessen bewusst. Wenn die Grundlagen dieses Systems erodieren, werden die darauf aufgebauten Staatsanleihen zwangsläufig denselben Weg gehen. Zweiter Mechanismus: Demografie.
Bis 2040 wird die Zahl der Rentner in Deutschland auf 48 Millionen ansteigen. Heute liegt diese Zahl bei lediglich 21 Millionen. Das Rentensystem verfügt über keinerlei substanzielle Rücklagen. Es funktioniert nach dem Umlageverfahren, das heißt, die arbeitende Bevölkerung finanziert unmittelbar die Rentenzahlungen. Derzeit kommen auf einen Rentner 2,1 Erwerbstätige. Bis 2040 wird dieses Verhältnis auf 0,9 Erwerbstätige pro Rentner fallen. Unter diesen Voraussetzungen ist das System mathematisch zum Zusammenbruch verurteilt, mit einem impliziten Defizitfaktor von 1,2. Der prognostizierte Zeitpunkt dieses Bruchs liegt bei 2031, also in nur 6 Jahren. Der Bundesregierung bleiben damit im Kern 3 Handlungsoptionen. Erste Kürzung der Renten um 50%, zweite Erhöhung der Steuern um 80%, dritte Zugriffe auf private Vermögenswerte. Ein Blick in die Geschichte zeigt jedoch eindeutig, Regierungen entscheiden sich in der Praxis fast immer für die dritte Option. 1991 Deutsche Wiedervereinigung. Im Zuge der deutschen Wiedervereinigung 1991 übernahm die Treuhandanstalt die Verwaltung von rund 8000 ostdeutschen Betrieben. Der nominale Buchwert dieser Unternehmen wurde auf 600 Milliarden D-Mark beziffert. Die tatsächlichen Erlöse aus den Privatisierungen beliefen sich jedoch lediglich auf 57 Milliarden D-Mark. Der verbleibende Betrag verschwand faktisch in Abschreibungen, Verlustübernahmen und der Übernahme von Verbindlichkeiten. Ein damals kaum Beachtäter, aber zentraler Mechanismus war folgender: Die Bundesbank finanzierte die Wiedervereinigung zu einem erheblichen Teil durch Geldschöpfung. Zwischen 1990 und 1995 wurden insgesamt rund 350 Milliarden D-Mark neu in Umlauf gebracht. Dennoch blieb die Inflation vergleichsweise niedrig, da die deutsche Mark den Status einer Reservewährung besaß und global eine stabile Nachfrage bestand. Entscheidend ist jedoch, der Euro verfügt nicht über denselben Status wie die deutsche Mark. Würde Deutschland heute 350 Milliarden Euro zur Finanzierung von TARGET2-Salden oder Rentenverpflichtungen schöpfen, existiert kein externer Nachfrager in ausreichender Größenordnung, der diese Geldmenge absorbieren könnte. Dies stellt ein erhebliches systemisches Risiko für die deutsche Volkswirtschaft dar. Vor diesem Hintergrund analysiert BlackRock zusätzlich die Erosion der industriellen Basis und bewertet die langfristigen wirtschaftlichen Folgewirkungen, die sich aus diesem Prozess ergeben könnten. Die Automobilexporte Deutschlands nach China sind seit 2020 um 62% eingebrochen. In der Chemieindustrie gingen die Exporte um 44% zurück, im Maschinenbau um 38%. Diese 3 Sektoren bilden die tragenden Säulen der deutschen Wirtschaft. Zusammen generieren sie jährliche Einnahmen von rund 920 Milliarden Euro und stehen für 44% der gesamten deutschen Exporterlöse. China beginnt jedoch, deutsche Produkte zunehmend durch eigene Produktion zu substituieren. BYD hat Volkswagen bei den Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen überholt, und Kettle produziert Batterien, die technologisch über dem Niveau von Bosch liegen. Wenn diese Einnahmequellen wegbrechen, stellt sich eine zentrale Frage: Wie soll Deutschland seine Schulden bedienen? Die Antwort ist eindeutig: Es wird nicht möglich sein. Genau aus diesem Grund wetten institutionelle Investoren nicht auf den Staatsbankrott selbst, sondern positionieren sich vorab gegen die strukturelle Erosion der Zahlungsfähigkeit. Dritter Mechanismus. Energiepolitik: Deutschland zahlte bislang 68 Milliarden Euro für Energiekosten. Im Jahr 2022 stieg dieser Betrag jedoch auf 218 Milliarden Euro. Der Anstieg um 150 Milliarden Euro stellt keine vorübergehende Belastung, sondern eine strukturell dauerhafte Kostenlast dar. Pipeline-Gas aus Russland kostete rund 20 Euro pro Megawattstunde, während aus den USA importiertes Flüssigerdgas, LNG, bei etwa 75 Euro pro Megawattstunde liegt. Diese massive Preisdifferenz untergräbt die Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Industrien. Großkonzerne wie BASF verlagern bereits Teile ihrer Produktion nach China und Louisiana, während ThyssenKrupp mit der Stilllegung von Hochöfen begonnen hat. Diese Entwicklungen sind keine temporären Anpassungen, sondern Ausdruck einer dauerhaften, durch ökonomische Realitäten erzwungenen Deindustrialisierung. Das Modell von BlackRock zeichnet ein klares Bild. Sollten keine wettbewerbsfähigen Energiepreise sichergestellt werden, droht Deutschland bis 2030 ein Verlust von 20–30% der industriellen Wertschöpfung. Dies würde bedeuten, dass dem Staat jährlich rund 200 Milliarden Euro an Steuereinnahmen entgehen. Jetzt betreten wir die kritische Phase. Worauf konzentrieren sich institutionelle Investoren? In erster Linie auf Spreads. Zum 20. Dezember 2025 lagen die Kosten für Credit Default Swaps, CDs,
auf deutsche Staatsanleihen bei 112 Basispunkten. Dieser Wert entspricht der Versicherungsprämie gegen einen deutschen Staatsausfall. Zum Vergleich: Frankreich 158 Basispunkte, Italien 264 Basispunkte, Spanien 192 Basispunkte. Deutschland ist noch nicht Italien, doch der Trend ist eindeutig. Im Januar 2020 lagen deutsche CDs noch bei lediglich 34 Basispunkten. Innerhalb von 5 Jahren haben sie sich verdreifacht. Der Markt preist damit ein Ausfallrisiko von rund 12% über einen Zeitraum von 10 Jahren ein. Dieser Wert mag gering erscheinen, doch für ein Land mit einem der höchsten Kreditratings weltweit ist dies, außerhalb von Kriegszeiten, historisch beispiellos. BlackRock setzt sein Kapital in Höhe von 16 Milliarden US-Dollar gezielt ein und verfolgt dabei ein auffälliges Allokationsmuster. 45% fließen in US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 2 bis 5 Jahren, 30% in auf Schweizer Franken lautende Anleihen, 15% in physisch hinterlegte Gold-ETFs, 10% in den japanischen Yen als Absicherung gegen Deflation. Dies ist weit mehr als eine klassische Portfolio-Umschichtung. Es handelt sich um ein Überlebensmuster. Auffällig ist, dass gezielt Währungen von Ländern gekauft werden, deren Zentralbanken über erheblichen bilanziellen Handlungsspielraum verfügen. Die Federal Reserve kann ihre Bilanz bei Bedarf auf bis zu 20 Billionen US-Dollar ausweiten. Die Schweizerische Nationalbank weist keine Staatsverschuldung auf. Die Bank of Japan hält bereits rund 50% aller japanischen Staatsanleihen und könnte diesen Anteil auf bis zu 80% erhöhen. Die Europäische Zentralbank, EZB, hingegen besitzt bereits etwa 40% der deutschen Bundesanleihen und kann ihre Käufe aufgrund der Maastricht-Kriterien nicht weiter ausdehnen. 1923 Weimarer Republik. Entgegen der verbreiteten Annahme vieler Historiker war die Hyperinflation nicht allein eine Folge der Geldschöpfung. Der eigentliche Auslöser war Kapitalflucht. Zwischen Januar und August 1923 flossen rund 130 Milliarden Papiermark ins Ausland ab, vor allem in Schweizer Franken und US-Dollar. Die Reichsbank griff nicht deshalb zur Notenpresse, um ihre Schulden zu begleichen, sondern um diese massive Kapitalflucht zu kompensieren. Doch jede neu gedruckte Mark beschleunigte den Abfluss weiter. Es handelte sich um eine klassische Todesspirale. Und solche Prozesse beginnen nicht mit Inflation. Ihr Ausgangspunkt ist strukturelle und institutionelle Instabilität. Deutschland hat heute, im Vergleich zur Weimarer Zeit, ein zusätzliches strukturelles Problem: die Europäische Schuldenunion. Das Target-2-System macht deutlich, dass die finanziellen Verpflichtungen Deutschlands unmittelbar an die Zahlungsfähigkeit von Ländern wie Italien, Spanien und Griechenland gekoppelt sind. So liegt die Staatsverschuldung Italiens bei rund 145%, die Griechenlands bei etwa 175% des BIP. Sollte es in Italien zu einem Zahlungsausfall kommen, würden die in der Bilanz der Bundesbank ausgewiesenen TARGET2-Forderungen zu einem dauerhaften Verlust. Dieser könnte sich auf bis zu 1,2 Billionen Euro belaufen. Das entspricht rund 30% des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Einen Schock dieser Größenordnung kann kein Land bewältigen, ohne auf eine umfassende Währungsreform oder eine groß angelegte Vermögensabgabe zurückzugreifen. BlackRock verkauft nicht nur, das Unternehmen geht auch gezielt Short-Positionen ein. Aus dem SEC-13F-Bericht vom 20. Dezember geht hervor, dass BlackRock Put-Optionen auf deutsche Staatsanleihen im Wert von 3,7 Milliarden US-Dollar hält. Der Ausübungspreis dieser Optionen entspricht einem Anstieg der Renditen deutscher Bundesanleihen auf 4,5%. Der aktuelle Zinssatz liegt hingegen bei rund 2,1%. Sollten die Bund-Renditen auf 4,5% steigen, würde BlackRock auf diese Positionen einen Gewinn von rund 240% erzielen. Hinter diesem Vorgehen steht jedoch keine spekulative Motivation. Vielmehr handelt es sich um eine Absicherungsstrategie, Hedge, gegen systemische Risiken im Gesamtportfolio. Dies zeigt deutlich, BlackRock rechnet nicht nur mit fallenden Anleihekursen, sondern bereitet sich auch auf einen schnellen und abrupten Renditesprung vor. Was bedeutet ein Anstieg der Zinssätze auf 4,5%? Bei einer Gesamtverschuldung von rund 2 Billionen Euro würde dies eine jährliche Zinslast von etwa 90 Milliarden Euro bedeuten. Der Bundeshaushalt liegt bei rund 480 Milliarden Euro. Damit müssten rund 20% des gesamten Haushalts allein für Zinszahlungen aufgewendet werden. Historisch gilt dies als kritische Schwelle, ab der Staaten entweder zu einer Umschuldung oder zu einer Währungsreform gezwungen sind. Vergleichbare Beispiele aus der Vergangenheit sind Argentinien 2001, Griechenland 2012, Russland 1998.
In all diesen Fällen wurde ein Bruchpunkt erreicht, als die Zinslast zwischen 18% und 22% des Staatshaushalts lag. Die entscheidende Frage lautet nun: Warum wurde Dezember 2025 für den Ausstieg gewählt und nicht früher oder später? Weil März 2026 einen kritischen Wendepunkt darstellt. Bis dahin muss die Europäische Zentralbank, EZB, entscheiden, ob sie die Zinsen weiter senkt oder auf dem aktuellen Niveau hält. Werden die Zinsen unter 2% gesenkt, setzt aufgrund der Zinsdifferenz eine massive Kapitalflucht vom Euro in den US-Dollar ein. Bleiben die Zinsen hingegen bei rund 3%, geraten südeuropäische Banken unter Druck, die ihre Verbindlichkeiten zu diesen Kosten nicht mehr refinanzieren können, mit potenziell systemischen Folgen. Es entsteht eine lose Situation. BlackRock positioniert sich vor dieser Entscheidung, weil nach ihr eine Illiquidität der Märkte wahrscheinlich ist. Das ist keine Spekulation, sondern konsequentes Liquiditätsmanagement. Eine historische Parallele tritt hier besonders deutlich zutage. Im Jahr 1927, 4 Jahre nach dem Ende der Hyperinflation, stabilisierte sich Deutschland durch die Einführung der Rentenmark. Ausländisches Kapital begann erneut ins Land zu fließen. Der DOS-Plan restrukturierte die Schulden, und Deutschland verzeichnete 5 Jahre wirtschaftliches Wachstum. Doch 1932 änderte sich das Bild dramatisch. Eine Bankenkrise brach aus. Dasselbe ausländische Kapital, das 1927 zurückgekehrt war, verließ das Land 1932 erneut in rasantem Tempo. Warum? Weil die strukturellen Probleme niemals wirklich gelöst worden waren. Die Reparationszahlungen bestanden weiterhin. Das Außenhandelsdefizit blieb unverändert. All diese Probleme wurden lediglich durch Kredite überdeckt. Heute steht Deutschland strukturell vor einem sehr ähnlichen Bild. Die TARGET2-Defizite tragen den Charakter moderner Reparationen. Die Energieimporte treten als neues Außenhandelsdefizit hervor. All diese Probleme werden derzeit vorübergehend durch die von der EZB bereitgestellte Liquidität überdeckt. Wenn die Liquidität versiegt, endet auch die Illusion. Was kannst du in einer solchen Situation tun? Ich sage dir nicht: kaufe Gold oder verkaufe Anleihen. Das ist keine Anlageempfehlung, aber ich kann dir die historischen Fakten zeigen, die uns die Vergangenheit hinterlassen hat. Im Jahr 1948 verfügten diejenigen, die finanziell überlebten, über 3 zentrale Faktoren. Erstens: physische Edelmetalle. Gemeint waren Mengen unterhalb der Meldegrenze, bis zu 20 Unzen Gold oder 500 Unzen Silber. Dies stellte die damalige Anzeigepflicht dar und wird durch das Bundesarchivdokument B206 bestätigt. Vermögen oberhalb dieser Grenze wurden konfisziert, während Bestände darunter in privatem Besitz verbleiben konnten. Zweitens: produktive Sachwerte. Werkzeuge, Maschinen und landwirtschaftliche Geräte behielten ihren Wert während der Währungsreformen, da sie Einkommen generierten und weiterhin wirtschaftlichen Nutzen boten. Drittens: geografische Diversifikation. Menschen hielten Vermögen in Schweizer Franken, schwedischen Kronen oder US-Dollar. Nicht zur Spekulation, sondern als Überbrückung und Absicherung, während die heimische Währung kollabierte. Im Grunde tut BlackRock dasselbe, nur nicht mit Millionen, sondern mit Billionen. Eine geografische Diversifikation von Deutschland in die USA und in die Schweiz, physisch hinterlegtes Gold über ETFs, sowie frühe Positionierung vor dem Beginn einer Liquiditätskrise. Doch wo liegt der Unterschied? Sie verfügen über Teams von rund 200 professionellen Analysten, die diese Muster rechtzeitig erkennen und auswerten. Jetzt hast auch du diese Information. Die entscheidende Frage lautet nicht: befindet sich Deutschland in einer Krise? Die eigentliche Frage ist: wirst du handeln, bevor die Märkte alles vollständig einpreisen und die Liquidität verschwindet? Dies ist Phase 1. Kapitalerhalt durch geografische und monetäre Diversifikation. Sollte das System tatsächlich kollabieren, reichen diese Maßnahmen nicht mehr aus. In einem solchen Szenario entscheidet physische Souveränität über Überleben oder Vernichtung. Welche historischen Mechanismen greifen, wenn Währungen zerfallen, und was das konkret bedeutet, werde ich im nächsten Video aufzeigen. Das sind keine Relikte der Vergangenheit, sie sind eine Blaupause. Wenn dir das eine neue Perspektive eröffnet hat, abonniere den Kanal. Die Geschichte enthält Antworten auf deine Fragen, und ich werde dir zeigen, wo du sie finden kannst.